Es ist entscheidend zu bemerken, wem oder was wir unsere Macht geben, wohin wir sie scheinbar weggeben, um uns ohnmächtig und hilflos zu fühlen. Es ist essentiell zu bemerken, wenn ich sie, meine Macht, äußeren Dingen gebe und warum ich das tue. Der Grund ist immer derselbe. Der Urgedanke ist immer derselbe. Ich will erfahren, wie es sich anfühlen würde, wenn ich ohne Macht bin, ohnmächtig. Das kann ich erfahren, indem ich meine gottgegebene Macht genau dazu verwende. Ich spalte mich von meinem eigenen Einsbewusstsein ab und schwinge mich vollkommen in die Idee ein, die aus meinem Geist stammt, getrennt von mir selbst, getrennt von meinem Einsbewusstsein zu sein. Plötzlich gibt es mich und etwas, was nicht ich ist. Ein Du, Subjekt und Objekt. Und aus dieser Behauptung heraus, der ich jetzt bereits die Macht gegeben habe, wahr zu sein, gebe ich nun diesem anderen, diesem Objekt mit meiner Macht die Macht, mich ohnmächtig fühlen zu können ihm gegenüber, indem ich mich eben auf diese Behauptung einschwinge, diese Macht sei von mir selbst trennbar und könne nun bei jemand anders sein und nicht mehr meine Macht, sondern die eines anderen sein. Macht ist damit zu einem Objekt geworden. Etwas, was man haben oder nicht haben kann, was man verlieren oder gewinnen kann und von dem nicht genug für alle da ist, also an dem es einen Mangel gibt, sodass man darum kämpfen muss. Das alles kreiere ich mit meiner eigenen Mächtigkeit. Wow! Und solange ich dies tue, laufe ich ihr im Außen hinterher. Habe ich es nicht in meiner Erfahrung, in meinem Leben, muss ich hinterherlaufen und darum kämpfen. Habe ich es, muss ich es verteidigen. Dies ist der ewige, nie endende Kreislauf der Welt. Das Schöne ist, sobald ich entscheide, aus dieser Welt, aus diesem Kreislauf, aus diesem Denkkreislauf, der nur auf dieser einen Behauptung, auf dieser einen irrigen, aber bewusst gewählten Behauptung entstanden ist, auszusteigen, bin ich, du könntest sagen, in einer anderen Erfahrungswelt. In einer Welt, in der ich die Macht fühle, mit der ich dies alles kreiere. In der mir bewusst ist, dass diese Macht immer bewirkt, was ich erfahre. Jetzt und hier. Immer ist es meine Macht. Nur durch meine Macht, mich einer Behauptung von Ohnmacht hinzugeben, kann ich Ohnmacht erfahren. Ich bin es, die das in jedem Augenblick entscheidet. Oder? Frag dich selbst. Ist es nicht so? Ich bin es, die sich für ein Gefühl der Ohnmacht entscheidet. Und das tun wir mit allem. Wir machen uns tagtäglich von Äußerem
abhängig. Wir geben tagtäglich etwas Äußerem die Macht. Wir laden äußeren Dingen oder Personen die Verantwortung, die Macht auf, etwas mit uns zu tun. Auch uns in Frieden bringen zu können oder in Sicherheit. Und ja, laut unserem Befehl, den wir vorher abgegeben haben, tun sie das dann auch, genauso wie sie uns in Unfrieden bringen können, wenn wir ihnen diese Macht geben. Aber solange ich etwas anderem die Macht gebe, egal wofür, gebrauche ich meine Macht dafür, mich hilflos, allein, klein, schwach und ohnmächtig zu fühlen. Und das fängt beim morgendlichen Kaffee an, dem ich dann die Macht gebe, mich wach zu fühlen, und setzt sich in all unseren liebgewonnenen Ritualen fort. Auch unsere tägliche spirituelle Lektüre, Audios, Videos, auch dieses Audio, all dem können wir die Macht geben, etwas mit uns zu tun, von dem wir glauben, dass wir es ohne dies nicht könnten. Es ist essentiell zu bemerken, was ich will, geschieht. Immer. Wenn ich will, dass mich etwas in Frieden bringt, wird es das tun, weil ich ihm mit meiner Macht diese Macht gegeben habe. Ich könnte stattdessen aber einfach genau jetzt gleich und direkt meine Macht anerkennen, den Frieden in mir ohne jedes Hilfsmittel sofort wieder zu bemerken, zu fühlen. Genau jetzt kann ich wieder bemerken, dass der Frieden, die Sicherheit, die Ewigkeit, die Unveränderlichkeit hier ist. Immer da, um bemerkt zu werden. Unveränderlich, ewig, gleichbleibend. Immer das, was es ist. In mir. Und ich gebrauche meine Macht auch weise, wenn ich einfach nur erkenne, dass ich etwas anderem eine höhere Macht einräume als meinem eigenen Willen. Scheinbar. Etwas anderem eine höhere Macht einräume als mir selbst. Dass ich mich abhängig mache. Ich, mich. Nicht etwas macht mich abhängig, sondern ich mache mich abhängig. Ich mache mich abhängig. Immer. Mit genau der Behauptung, die ich aufstelle, die ich mit meiner Macht aufstelle und der ich die Macht gebe, dass die Macht bei ihm liegt. Ich habe die Macht, dies zu behaupten und dies zu erleben. Es ist und bleibt meine Macht. Gott sei Dank. Ich bin nie getrennt von ihr. Sie ist hier und ich kann mich wieder an sie zurückerinnern. Gott braucht kein Ritual. Gott ist hier. Gott bist du. Gott ist nicht jemand, sondern, du könntest sagen, etwas. Und auch das ist letztendlich nur ein kläglicher Beschreibungsversuch. Gott ist.
Und dann schweigt alles in dir. Gott ist ewig. Und in dieser Ewigkeit in dir erübrigen sich alle Worte, Gedanken, Glaubenssätze und Behauptungen von ganz allein. Denn du hast zurückgefunden zu dir selbst. Du hast erkannt. Du hast anerkannt. Du hast deine Macht zur Erfahrung von Ohnmacht erkannt. Und damit schließt sich der Kreis, wie er sich immer schließt, weil diese Erfahrung sich sofort wahr anfühlt. Diese Erfahrung ist ein Erkennen und fühlt sich deshalb stimmig an, übereinstimmend, entspannt, weit, weich, friedlich und sicher. Erkenne, dass Hilfsmittel nur dazu da sind, sich selbst unnötig zu machen. Dass Lehrer und Lehren dazu da sind, sich unnötig zu machen. Dass alles, was uns in den Frieden zu bringen scheint, uns unsere Macht zurückspiegelt, die wir ihm gegeben haben. Wenn etwas im Äußeren die Macht hat, uns unseren inneren Frieden zu zeigen, dann, weil dieser Frieden bereits in uns liegt und wir ihn auch ohne Spiegel bemerken können, wenn wir unser Bewusstsein ohne Umwege direkt darauf richten und uns dessen wert sind, dies zu tun. Jetzt, hier, sofort. Und weil wir das tief innen immer wissen, sind wir frei. Jetzt. Frei, unsere Macht für alles zu gebrauchen, wofür wir sie gebrauchen wollen. Wir sind frei, wenn wir wissen, dass es unsere Macht ist, die wir für alles verwenden. Das ist der Wendepunkt. Denn dann will ich mehr und mehr meine Macht für das einzig Sinnerfüllende verwenden. Die Welt von ihrer Verantwortung für mein Wohlergehen zu erlösen. Ich habe die Verantwortung. Ich trage die Antwort in mir. Ich bin die Antwort. Ewig.